Willkommen zu Metroid Other M. So. Ich weiß nicht, wie die Story hier erklärt wird und ob es jetzt so gleich startet. Ich werde rausfinden. Und falls die Story nicht gleich groß erklärt, werde ich es zusammenfassen. Aber ich hoffe mal, das wird schon. Okay. Ich brauche schon keine Wegsteuerung. Das ist ein Vorteil für mich. Denn ich musste feststellen, dass ich meine Sensor jetzt noch nicht ganz so perfekt positionieren kann. Das macht es alles ein bisschen schwierig. Ja, wir machen Deutsch mit Untertitel lieber ein. Kann man es mal lesen, falls man will. Okay, ich muss mal gucken. Taste 1, 2, das ist ein bisschen ungewohnt. Ladevorgang. Gibt es eine Anfangssequenz? Das wäre auch cool. Why am I still alive? The baby. Das müsste aus Super Metroid sein. Mother. Time to go. Okay, Samus. Everything's normal. I awoke to the familiar voice of a quarantine officer. Let's try sitting up, huh? Slowly now. A dream. I had been reliving the tragic moments of my recent past. Thanks to the hyperbeam, which was given to me somehow by the baby, I laid Mother Brain to waste. And the explosion that followed destroyed Planet Zebes, along with the remains of Mother Brain, the Space-Pirates, and my long-standing nemesis, Ridley, and the baby. Come on, Samus. Let's go next door.
So funktioniert der Anzug? Okay. Ready for a quick test, Samus? So kann ich ihn so rufen kann. Let's start with a little warm-up. Und hat man die Stimme von Try Samus charge gehört? beam for me. Okay. Interessant. Kann ich schon das Ziel wechseln oder schießt ihn automatisch? Ich schieße automatisch drauf, okay. Sharp-looking charge beam, just the way I like it. Okay, morph ball next. Ah, mit A als Morphball. Go ahead and drop some bombs. Okay, get out of morph ball mode and return to normal. Kann ich einen Doppelsprung? Ich will in der Schrift. Ah, ich bin immer in der Schrift. Egal. Ah, nicht, jetzt nicht. Come on, get out of morph ball mode. Wie gut funktioniert's, das will ich noch wissen. Ah, nicht so gut, hab ich den Eindruck. Das drückt mich schon mal nach unten, oder? Ja, drauf geschissen. Perfect, Samus. Ach, da siehst du, was aufgeht. In the middle of Unter meinem Lebensbalken. Ist jetzt drin? Ja. Surprised? Ich hätte nicht, dass den Boden am da kaputt geht. Climb to work your way up. Drücke richtig an der Wand gedrückt, um zwei im richtigen Moment Timing an der Wand nach oben zu springen. Oh ja, der Wandsprung. Ja, das Spiel ist aus. Just like that, Samus. Let's invite some 2010 kommt es hin. Da funktioniert der Wandsprung. Kann ich schon die Gegner irgendwie anvisieren und weglaufen? Ich hatte den Eindruck, dass Charge Beam wichtig wird. Okay, looking good. Let's check your reaction time. Oh nein, meine Here comes some Reaktionszeit. beams. Dodge 'em. Drücke Steuerkreuz genau im richtigen Moment, bevor der gegnerische Angriff dich trifft. Okay. Gleichzeitig 1 gedrückt, um den nächsten Schuss zu machen. Okay, those are the moves I remember. Achso, soll steht grün, da muss ich. Nice. Okay, es hat Remember how gezählt. that feels. Das bedarf ein wenig How about a Übung. missile test? Use concentration to replenish your missile supply. Halt die Waffe wie eine senkrecht und halt der A gedrückt, um meinen Missile fort aufzuholen. Okay. Interessant. One of your pesky buddies is lurking here somewhere. Und dann zeigt mir die Fernbedienung auf den Bildschirm und drücke und halte B gedrückt, um sie einzusetzen. Okay. Ja. Okay. So. Achso, kann ich analysieren. Und jetzt? Kann ich schon ballern? Ach, sie geht automatisch da rein. Ah, alles klar. Der muss schon die Sensorleiste noch verbessern. Ja, ich fasse es doch. Okay, ich bin verwirrt. One of your pesky buddies is lurking here somewhere. Find him for me, huh? Ah, okay, gut. Ich kann mich dabei. Doch, mit B kann ich mich drehen. Alles klar. Ich muss die Sensorleiste besser positionieren. One of your pesky buddies is lurking here somewhere. Find him for me, huh? Ach da. Why not say hello with a missile? Doch, A. Okay. Hätte ich auch gewundert. Looks like you ticked him off. The rest is all
Ich schieße einfach weg. Schwenkchen Ausweichstingen zu machen. Okay, looking good. Now, jump on its head. Ich schaff's. Was hab ich jetzt gemacht, um auf den Kopf zu springen? Ich kann mir Raketen nachladen. Das ist ja ein Mittelcontainer fast schon sinnlos, oder? Oh, ich kann eine Powerbomb jetzt schon einsetzen. Fortified, so don't hold back. Okay, zum Morph verwerten und dann die 1 gedrückt halten. Allow adequate room around you during power bomb. Okay. All right, Samus. That's it for the test. Das haben wir Looks like you geschafft. took quite a bit of damage. It's unbelievable how well you've held up. I wondered if this too was a result of the power the baby gave me. Right. You're due in the meeting room. The big dogs are waiting. I gave your suit a polish so you'd be at least somewhat presentable. Der verrät mich noch, Not even oder? a fragment. None of the baby remained on me. I knew it to be true, but still couldn't help looking at my palm for a sign. Never again would I encounter the baby. Never. Samus liegt nicht sehr an dem Baby, kann das sein? The finality of it struck me once again. Gut, hat das Leben gerettet, aber... Mission completed. The planet Zebes was annihilated, and all Metroids were exterminated. A simple report, almost dull even, but it felt momentous to me. I don't know how much time passed since then. Days went by in their quiet way, and people's recollections of Metroids and space pirates grew nebulous over time, relegated to a past concern of the galactic communities. Nothing more than a faded memory. Codename Baby's Cry. A common SOS with the urgency of a baby crying. The nickname comes from the fact that the purpose of the signal is to draw attention. The signal was coming from a remote part of space. I altered the course of my ship as if this detour had already been part of my flight plan. Baby's cry. It was as though it was crying specifically for me. Oh, Metroid Other M.
Na, das dachte ich mir schon. Untersuchen. Das Symbol. Galaktische Föderation. Galactic Federation. Huh? Ist da noch mehr zu sehen? Oh. Das ist gar nicht einfach so zu steuern. Außer ranzoomen kann. Kannst du. Ah, okay. Das ist ein Raumschiff. Ich weiß gar nicht, ob es das Raumschiff ist aus Samus Return. Also das Remake. Ja, die Schiffe ändern sich beim Metroid ab und zu mal ohne logische Begründung und spielt schon nie eine Rolle. Das ist alles so pixelig. Die ganze Föderation ist jetzt, Mann. Ah, fancy meeting you here, princess. Remember me? Anthony. There's only one person who calls me princess. And that person is Anthony Higgs of the Galactic Federation Army. Haven't seen you since that last mission. Hey, and your buddy's here too. Adam Malkovich, a general in the Galactic Federation Army. Not only a trusted confidant, but also my former superior officer. Yes, there was a time when I was enrolled in the Galactic Federation Army. And then I was young and inexperienced. As the result of a certain incident, I left Adam's command and set out on my path as a solitary bounty hunter. What are you doing here? The first words out of his mouth were typical coming from Adam. To answer his question, I recounted the details of what had brought me to this place, and then I asked what circumstances led the Federation here. That information is not for an outsider. The word he so obviously chose, outsider, pierced my heart. Commander, we're all prepped. Sie jagen hier einfach dieses Ding in die Luft. No dice. I think our only option is to use the laser to slowly burn our way through. This is gonna take a while. The electrical system here is out, and we can't get the barrier wall to open. We tried using explosives, but it's tricky to pull off without collateral damage. What we need is some way to focus the power onto one centralized location. Okay. Scannen wir das Ganze mal. Wo steht das von der Rakete? Wie kann ich jetzt zur Rakete wechseln überhaupt? Wie viel Sprengkraft hat die Rakete gegenüber dem ihren Zeug? Let's go. All right. I'm gonna go on ahead. Adam hadn't authorized it, but I decided to remain on site for the sake of the others. Ja, auf SR388 haben sie so ganz schön Lappen gemacht. Okay. Ich muss mal kurz was gucken. Okay, gut, machen wir weiter. Noch ein paar Gegner.
Ich denke, was wird's noch nicht, aber. Schon mal sehr viel Story. Mehr als in anderen Metroids. Was ist denn jetzt kein Problem? Okay, laufen kurz zur Seite. Ich würde so gerne anvisieren und rückwärts laufen können. Ich muss das analysieren, oder? Nee. Was wählt er automatisch dann aus? Okay, wir brauchen noch Bomben. Weil die hier vorne leuchtet. Ich kann mal eine Bombe hinlegen. Oh, der Einsatz von Bomben ist nicht genehmigt. Kann ich da durchjumpen? Nee. Da haben wir noch was. Ah, ich hab's geöffnet. Einfach drauf schießen. Ach so, ich kann da hochspringen. Alles klar. Was machen eigentlich die Viecher hier? Wo kommen die schon wieder her? Kommen jetzt endlos viele oder? Es nimmt ein Ende, alles klar. Muss man mal fragen. Hat schon relativ viele Fähigkeiten, ne? Ach, die Drecksdinger. Ja, Mann, man kennt die Gegner wieder. Jetzt sind die echt nervig. Dann geben wir keine Gesundheit. Was ich schade finde. Ich will wissen, wo die herkommen, oder? Die Steuerkreuz laufen sich komisch ins. Das ist ein 3D-Raum. Hier ist zu, okay. Aber ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Kann man irgendwas scannen? Okay, die Frauentoilette ist sicher. Ja, ist eine Lampe kaputt. Ich glaube, der Hausmeister muss doch mal ran. Ich brauche die Konsole, oder? Ah, muss ich das wieder scannen? Wahrscheinlich ja. Ah, komm schon. Ja, toll. Und jetzt muss ich das. Warum hießen die vorhin gleich? Achso, ist egal, welche Richtung gedrückt. So viel angenehmer als bei Super Metroid. Ich kann einfach nichts gedrückt halten. Man muss die von der Wand wegdrücken. Da oben ist ein Mittelcontainer, oder? Irgendwas ist da oben. Ich kann es amüsieren. Jetzt. Energietank, noch besser. Oh. Okay. Ja, 'n 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 'n
Ach, ich kann ja das Morphball hochholen. Lost! Gib mir den Energietank. Oh, ich darf keine Bomben einsetzen. Ich brauche die Genehmigung der Bomben. Wir schießen das mal weg. Kann ich wohl nicht bedienen. Und irgendwas trampelt ja ziemlich durch die Gegend. Ich hab schon getroffen da unten. Ich muss mal weiter hoch. Wie weit hoch geht's noch? Ich bin schon oben angekommen. Könnte ein Fahrstuhl sein. Ja, ist wahrscheinlich später mal wichtig. Navigationstunnel. Kann ich nur hier an solchen Dingern heilen? Und wie ist es mit Speichern? Wir laufen noch ein Stück vor. Wenn der Partner ein bisschen länger geht, ist auch nicht schlimm. Ich dachte, da steht ein 4, was sind nur die Typen? Das ist voll geschleimt. Someone or something attacked him. Get away from me! It was obvious that there was some pervasive danger throughout the facility. I didn't know what had brought Adam here, but I did know that cooperation was imperative if we were to restore safety. Adam, listen to me. Clearly, this facility is in complete disorder. It might be too dangerous for your men to go alone. That's why I've... Look at that. They're coming out of the wall! Right, stay calm. Werden die Käfer aus dem großen Käfer? Ja. Okay, wann kann ich ihn treffen? Kann ich einfach hochspringen? Ich hatte davon aufs Auge geschossen. Wahrscheinlich, wenn er fertig ist. Oder einfach jetzt. Machen die Leute da auch was? Okay, ich kann an dieser Stelle bleiben. Ich will das mal rausfinden. Wo muss ich ins Auge analysieren? This ain't good! Nothing's working! Listen up! Freeze guns authorized! Bringt wohl nicht so viel. Authorizing missile use! Ja, Mann, Raketen. Ziel erfassen und dann A drücken.
Ah, genau das ist das, was ich schon befürchtet habe. Ich muss den anvisieren mit der Gegensteuerung. Das wollte ich halt wohl unbedingt nie machen. Oh. Sind hier schon so stressige Situationen einfach nicht schön. Kann ich noch eine geben? Concentrate fire in a single location and freeze that thing. And Samus, you attack the frozen spot. Ah, okay. Ich meine, es ist Verlangsamung dabei. Was ganz nett ist. Und der andere Arm ab. Noch eine Rakete. Ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Geht doch. Samus, looks like I'm gonna need to ask for your cooperation on this mission, but I'm also gonna have to ask that you follow my commands. Ach nö. You don't move unless I say so, and you don't fire until I say so. Any objections, lady? The thumbs up sign had been used by the Galactic Federation for ages. Me? I was known for giving the thumbs down during briefing. I had my reasons, though. Commander Adam Malkovich was normally cool and not one to joke around. But he would end all of his mission briefings by saying, "Any objections, lady?" He was joking, but others weren't. At the time, I felt surrounded by people who treated me like a child, or used kid gloves because I was a woman. Mit dem Kopf kleiner. And yet with Adam, I was grateful for the nod. My past has left me with an uneasy soul, and as a result, it touched me on some level that Adam would acknowledge that past by calling me something delicate, like lady. And I knew more than anyone that every word from Adam was deliberate. My thumbs down was a twofold response. A sign of derision at being called a lady, and a signal of my complete understanding of the mission orders. The other soldiers were always willing to support me with easy smiles despite the fact that I clearly had so much yet to learn. Among them was Anthony. In the face of his well-meaning behavior and that of the other soldiers, my response was to become increasingly bitter. I was a child, always with something to prove, a chip on my shoulder. And I was angry. I felt that if I let my guard down, I would easily be broken. And beyond that, I was scared. But even in the naivete of my youth, I could see in Adam's joking manner how close he felt to me. Adam knows my past, and he knows me better than anyone else. Confession time. Because I was so young when I lost both of my parents, there's no question I saw Adam as a father figure. When I rebelled against him, I knew I could get away with it. And his paternal compassion in the face of my rebellion reinforced the special bond I felt with him. I understood well that chances were slim that I would ever find anyone that understood me like Adam. And yet, when the time came, I still left his side. I was so young and naive.
Exactly what transpired here on the bottle ship is still uncertain. Here's what we do know. The equipment we thought had been destroyed is operational again. And we've seen casualties attributed to an unidentified and lethal creature. The situation is critical. We need to gather all the information we can, but priority one is to find any survivors and bring them to safety. Consider this site extremely dangerous. Be careful as you make your sweeps. And there's one problem. The wireless interference in this facility is all-pervasive. Your comm systems are useless. As a result, communication channels will be limited to the facility's navigation booths. Well then, Lyle, investigate Sector 1 and show a little restraint with the explosives. Gotcha. Maurice, you cover Sector 2. Repair any equipment you come across. Affirmative. Anthony, you're Sector 3. I'll leave it to you to decide whether plasma guns are called for. All right. James, check out the control bridge. Our communication issues might be the result of electrical interference. Yes, sir. And KG, run a complete sweep of the residential quarters and investigate any trace of survivors. Got it. Each of you is authorized to use a freeze gun. Do not forget to check in regularly via navigation booths. And Samus, you go to the system management room. Do everything you can to get the electrical system back up and running. Looks like your comm system is still functional. Remember, everything you see will also appear on this screen. Regarding auxiliary weapons, the use of bombs has been authorized. As far as your other weapons go, we will continue to investigate and authorize use as we can. However, we currently have no plans to authorize the use of power bombs. As you know, they have the ability to spread a high-temperature heat wave over a large area, impacting living things, which is a nice way of saying they can vaporize humans instantly. You should be well aware of how dangerous power bombs are, and how their devastation can't be obstructed with common materials. Once the mission in the system management room is complete, I need you to report back. I'll give you your next orders then. I want you all to be especially careful as you execute your missions. That's the end of the briefing. It was the first joint mission I'd been a part of since becoming a freelance bounty hunter. And of course, it was the first time since my Federation days that I was following the orders of a commanding officer. Having received mission orders from Adam, I felt confused and strangely exhilarated at the unexpected turn of events. I responded. Understood, Adam. No objections, of course. Okay. Kann ich jetzt einfach speichern? Wie ist das hier? Yeah, schau doch mal alle Bomben. Plus auch schon ein Pausenmenü, schätze ich jetzt mal. Das kann jetzt auch ein Autospeichern gibt. Oder drücken einfach mal. Okay. Charaktere, Handlung, Status. Okay, hier sehe ich das. Charaktere sehe ich. Ich kann die Charaktere lesen. Und hier kann ich wohl lesen, was zuletzt passiert ist. Okay. Ich habe noch Minus. Samus, head for the Aber da passiert system nichts. management room. Speichert das jetzt automatisch? Das ist die Frage. Oder muss ich... Moment. Wer ist der Terminal? Ich will einfach durch. Ich kann nichts machen. Datenaufzeichnung. Alles klar, da würde ich die Speichervorgang. Wunderbar. Dann hätte ich gespeichert. Wie das Ganze weitergeht, sieht man ja. Ich meine, die Story ist soweit klar. Es gibt keine Metroids mehr. Die haben uns 2 ausgelöscht.
Zebes haben wir im ersten Teil besucht, Space-Piraten besiegt und im dritten, weil sie diesen Baby Metroid dahin gebracht haben. Den wir im zweiten Teil gerettet haben. Naja, und da ging alles drauf. Das haben wir gesehen. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Und wie es weitergeht und welche Ärsche wir hier retten, sehen wir beim nächsten Mal.